Hi, ich bin Martina. So schön, dass du da bist. Hier sind 3 Dinge, die ich gerne gewusst hätte, als ich 20 war. Der dritte wird dich überraschen. Punkt Nummer 1. Du kannst dein Leben gestalten. Immer. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, viele Wege, sein Leben zu leben. Und du kannst es immer neu gestalten, ganz egal, wo du gerade stehst, ganz egal, wie dein Weg bis hierhin war. Du kannst dein Leben immer verändern und immer gestalten. Ich hatte früher so die Idee im Kopf, okay, mit 30 bin ich verheiratet, habe 2 Kinder, habe ein Haus gebaut und mein Leben ist gesettelt. Das war einfach das einzige Lebenskonzept, das ich kannte. Das war so der Klassiker, ja. Heiraten, Haus bauen, Kinder und das ist es dann, mehr oder weniger. Könnte ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen. Ich bin nämlich irgendwann dann mal über digitale Nomaden gestoßen, also über den Begriff digitale Nomaden, und das hat wirklich eine Welt für mich eröffnet. Es war für mich so, hey, es gibt wirklich Leute, die arbeiten ortsunabhängig übers Internet und reisen und sind einfach nicht angewiesen auf 5 Wochen Urlaub im Jahr. Und das war mindblowing für mich damals wirklich. Ich habe mich dann selbstständig gemacht. Das war wirklich so ein Klickmoment. Die digitalen Nomaden oder diese Art von Leben, das war wirklich ein Klickmoment für mich, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass ein Lebenskonzept auch so aussehen kann. Und meine Selbstständigkeit war dann natürlich ein Riesenschritt in die Freiheit, das Leben wirklich so zu gestalten, wie ich das möchte. Also Punkt Nummer 1, liebes 20-jährige Ich, du kannst dein Leben immer gestalten, du kannst dein Leben immer verändern und es gibt so viele Lebenskonzepte. Punkt Nummer 2, so wichtig, es ist okay, wenn du anderer Meinung bist. Ich war früher wirklich ein ganz extremer People-Pleaser. Ich habe allem nach dem Mund gesprochen, nach dem Mund geredet, weil ich verhindern wollte, zum einen, dass mich jemand nicht mag und zum anderen, dass sich jemand anderer schlecht fühlt wegen mir. Und das war natürlich anstrengend und hat mich auch überhaupt nicht greifbar gemacht für die Menschen. Ich habe dann in meiner Trainerlaufbahn das Glück gehabt, auch immer wieder mal mit anderen Trainern und Trainerinnen zusammenzuarbeiten. Und einige davon waren auch Coach. Und die haben da natürlich schon ein ganz anderes Mindset gehabt, wie sie mit verschiedenen Trainingssituationen umgehen. Und ich habe damals Train-the-Trainer-Weiterbildungen im Digitalisierungsbereich gemacht. Das heißt, da ging es ganz viel um Online-Trainings, wie kann ich Online-Seminare gestalten und so weiter. Und nicht immer waren die Leute da freiwillig dabei. Die wurden oft von der Firma geschickt. Das heißt, es war immer wieder auch die Diskussion, oh Gott, na, Online-Seminare, das ist ja ganz fürchterlich und überhaupt schrecklich. Und ich habe dann in diesem Kontext gelernt, Meinungen da sein zu lassen und trotzdem meine Meinung zu artikulieren. Ich habe gelernt, dass es okay ist zu sagen, hey, ich kann deine Meinung nachvollziehen, ich respektiere deine Meinung, ich habe eine andere Sicht drauf, ich habe andere Erfahrungen gemacht und beide Meinungen, beide Perspektiven sind gleich wertvoll. Und was dann später auch noch dazugekommen ist zu diesem Thema, ich will, dass mich alle mögen, war einfach die Erkenntnis, ich will nicht, dass mich alle mögen. Also irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich glaube, es war ein YouTube-Video oder vielleicht ein Podcast, wo jemand gesagt hat, naja, willst du wirklich, dass dich alle mögen? Willst du wirklich, dass dich Leute mögen, mit denen du dich überhaupt nicht identifizieren kannst, mit denen du nichts gemeinsam hast, deren Weltanschauung vielleicht eine völlig andere ist, die du vielleicht gar nicht magst? Und ich musste mir eingestehen, nein, stimmt. Ich will eigentlich gar nicht, dass mich alle mögen. Also, liebes 20-jährige Ich, es ist völlig okay, deine eigene Meinung zu haben. Daraus müssen keine Grabenkämpfe entstehen. Du kannst deine Meinung kundtun.
Du bist nicht für die Gefühle anderer zuständig. Wenn du A sagst und der andere sagt B und der andere fühlt sich schlecht deswegen, sind das seine Gefühle. Es ist okay, wenn sich Menschen schlecht fühlen. Es sind einfach nur Gefühle. Also du merkst schon, da schwingt ganz, ganz viel mit. Aber so der Basic Point, den ich hier machen möchte, ist, es ist okay, anderer Meinung zu sein. Und es ist okay, wenn dich nicht alle mögen. Und der dritte Punkt, und der wird dich jetzt wahrscheinlich überraschen, es ist wundervoll, mittelmäßig zu sein. Ich wollte früher immer so gerne in irgendwas besonders gut sein. So herausragend gut, das habe ich mir immer gewünscht. War ich aber nie. Ich war irgendwie in vielem gut, jetzt nicht herausragend. Und ich habe mit den Jahren erkannt, dass das wunderschön ist. Denn in meiner beruflichen Laufbahn bin ich jetzt eher ein Generalist und kein Spezialist. Das heißt, ich kann jetzt im Coaching zum Beispiel meinen Klienten und Klientinnen auf sehr vielfältige Weise weiterhelfen. Ich bin jetzt, weiß ich nicht, nehmen wir zum Beispiel Emotionscoaching her. Das ist eine Form eines Coaching-Ansatzes und es gibt Coaches, die machen nur Emotionscoaching. Das heißt, die sind Spezialisten und die können das sicher noch viel besser als ich. Die haben sicher ganz viele Nuancen in ihrer Arbeit integriert, die ich nicht kenne. Bei mir ist Emotionscoaching ein Teil des Ganzen. Das heißt, ich mache Emotionscoaching, ich mache Coaching auf kognitiver Ebene, ich habe spirituelle Ansätze drin und so weiter. Und diese Vielfalt liebe ich so sehr und ich bin auch überzeugt davon, dass das genau meine Art ist, den Menschen zu dienen, weil ich damit die Menschen so abholen kann oder dort abholen kann, wo es für sie gerade möglich ist, ja? Sei das jetzt im Verstand oder in der Emotion oder auf spiritueller Ebene. Und ich mag das total gerne. Also wenn du hier auch struggles damit, dass du in nichts super toll bist, dann schau mal drauf, was du denn alles an verschiedenen Fähigkeiten hast. Und das ist sicher ganz, ganz viel. Und das ist wundervoll. Also beides ist großartig. Die Spezialisten sind toll, die so ganz, ganz tief in einem Thema drin sind. Und die Generalisten sind toll, die viele verschiedene Ansätze integrieren in das, was sie tun. Also es ist wundervoll, mittelmäßig zu sein. Und wenn wir schon bei der Mitte sind, bringt mich das zu einem anderen Punkt noch, den ich auch ganz großartig finde, nämlich in kein Extrem abzuschweifen. Und das ist etwas, das sich bei mir jetzt über die Jahre immer mehr herauskristallisiert hat, dass ich Welten verbinde, dass ich mich nicht auf eine Seite schlage und nicht so in diesem Schwarz-Weiß-Denken bin. Das heißt, ich bin in der Spiritualität unterwegs und auch im klassischen Coaching. Und es gibt viele, die sagen, nur klassisches Coaching hat seine Berechtigung. Die Spiritualität ist alles ein Schwachsinn. Es gibt Leute, die sagen, nur die Spiritualität ist das wahre. Kognitives, klassisches Coaching ist für die Fische, weil da geht es nur um den Verstand. Und ich bin in der Mitte. Und ich sage, beides hat seine Berechtigung. Und für mich ist die Mitte mein Weg. Für mich fühlt sich die Mitte ganz an. Also auch hier wechsle deine Perspektive und schau, welche Großartigkeit in deinem Weg liegt, in deinem Tun liegt. Liebes 20-jährige Ich, es ist wundervoll, dass du mittelmäßig bist. Und wenn ich meinem 20-jährigen Ich jetzt noch letzte Worte mit auf den Weg geben dürfte, dann wäre das: Vertraue ins Leben. Es führt dich auf die wundervollste, faszinierende Reise. Gib dich dem Leben hin. Es wird großartig werden. Alles Liebe zu dir. Hab noch einen wundervollen Tag.